Hallo und herzlich willkommen auf dem Stoffmieze YouTube-Kanal. Heute zeige ich euch, wie ihr ein solches Basic-Shirt ganz ohne Schnittmuster nähen könnt. Falls euch mein Video gefallen sollte, dann freue ich mich riesig über einen Daumen nach oben. Wenn ihr mehr von mir sehen wollt, dann abonniert doch kostenlos meinen Kanal. Weitere Videos und Nähanleitungen zum Anschauen und auch Nachmachen findet ihr unten in der Videobeschreibung. Jetzt aber erstmal viel Spaß bei diesem Video. Ihr benötigt wie immer eine Nähmaschine, dann eine Schneidematte, ein Quiltlineal und ein Maßband zum Abmessen, einen Rollschneider, dann einen Stift zum Aufzeichnen, dann Stecknadeln und Clips zum Fixieren, dann eine Zwillingsnadel zum Säumen, dann eine Vorlage, hier am besten ein T-Shirt nehmen, was eurem Kind ganz gut passt, und zu guter Letzt einen Stoff eurer Wahl. Ihr könnt hier entweder einen French Terry nehmen, so wie ich, oder einen Jersey. Den Stoff habe ich mir jetzt hier schon rechts auf rechts im Stoffbruch zusammengelegt. Das T-Shirt habe ich mir in der Mitte gefalten und bündig an die Stoffkante gelegt und zu guter Letzt mit Nähgewichten fixiert, damit es nicht verrutscht. Jetzt nehmen wir uns den Stift und malen einmal die Konturen des T-Shirts nach. Die Ärmel schlagen wir einmal um und fahren auch hier an der Naht entlang. Hier, wo der Ausschnitt anfängt, setze ich mir eine Markierung. Dann können die Nähgewichte erstmal entfernt werden. So, und dann verbinde ich die Schulter mit dem Ausschnitt. Das mache ich einfach so per Hand. So, die Vorlage kann dann erstmal entfernt werden. Die Nähgewichte lege ich mir hier wieder rauf. So, jetzt müssen hier noch Saum und Nahtzugabe eingezeichnet werden. Hier unten die Saumzugabe. Hierfür nehme ich immer so 2 cm. Das sollte ausreichen. Und an den anderen Stellen, hier wo ich überall zeige, wird eine Nahtzugabe eingezeichnet. Ich wähle hier immer 1 cm. So, die Saumzugabe habe ich mir hier unten schon eingezeichnet. Für die Nahtzugabe gibt es einen ganz einfachen Trick, und zwar bindet man hier 2 Stifte aneinander. Die Minen haben hier den Abstand von genau 1 cm. Mit dem einen Stift fährt man an der eben gezeichneten Linie entlang und der andere zeichnet euch sozusagen die Nahtzugabe ein. Vielleicht kennt ja der eine oder andere diesen Trick noch nicht. So, dann sind wir auch schon fertig. Dann kann das Ganze ausgeschnitten werden und mit der Rückseite verfahrt ihr natürlich genauso. Nun sind auch schon die Ärmel dran. Hierfür habe ich mir auch 2 Stoffteile rechts auf rechts übereinander gelegt und den Vorderärmel erstmal mit Nähgewichten fixiert. Hier zeichnen wir auch erstmal die Konturen des Ärmels nach. So, hier solltet ihr euch immer raufschreiben, welche Seite ihr abgepaust habt. Das ist in meinem Fall hier vorne. So, jetzt legen wir den Ärmel genau auf die andere Seite und genau bündig an die eben gezeichnete Linie und genau fixieren diesen wieder und pausen ihn wieder ab. Auch hier markiere ich mir das Ganze wieder mit einem R wie Rückseite. Das ist wichtig, weil vorn und hinten meist nicht gleich ist. Das solltet ihr natürlich auch auf der anderen Seite tun. So, jetzt muss hier unten noch die Saumzugabe von 2 cm eingefügt werden und die Nahtzugabe, also hier, wo ich wieder zeige. Genau, und das mache ich wieder wie vorhin mit den beiden Stiften und dann habe ich genau eine Nahtzugabe von 1 cm. Wenn ihr dann alles ausgeschnitten habt, solltet ihr ein Rückteil, ein Vorderteil und 2 Ärmel mit Markierungen vorliegen haben. So, dann können die Ärmel erstmal beiseite gelegt werden. Wir nehmen uns jetzt das Vorderteil und das Rückteil, legen diese beiden Teile rechts auf rechts übereinander und fixieren das Ganze einmal. Ich nähe hier nun mit der Overlock an den Schultern zusammen. Ihr könnt hier aber auch die ganz normale Nähmaschine nehmen und hier einfach einen dehnbaren Stich wie den Zickzackstich einstellen.
So, im gleichen Zug mache ich noch Folgendes, und zwar versäubere ich mir hier unten mit der Overlock die Kanten, und bei den Ärmeln mache ich das auch hier unten an der Kante. Das müsst ihr aber nicht unbedingt machen. Fertig genäht sollte dann das Ganze so aussehen. So, jetzt sind auch schon die Ärmel dran. Hierzu nehmen wir uns ein, legen diesen rechts auf das Oberteil und prüfen nochmal, ob die richtige Ärmelseite auf der richtigen Oberteilseite liegt. So, ich fixiere hier zunächst einmal mit einer Stecknadel in der Mitte. Anschließend wird an den Seiten fixiert und dann nochmal zwischendrin. Wenn ihr das dann fixiert habt, dann macht ihr das auf der anderen Seite natürlich ganz genauso. Und dann kann es wieder ans Nähen gehen. Ihr näht hier wieder mit einem dehnbaren Stich zusammen. Ich mache das hier wieder mit der Overlock. So sollte dann das Ganze aussehen, wenn es fertig genäht ist. So, jetzt müssen die anderen Stellen noch zusammengenäht werden. Hierzu stecken wir alles wieder rechts auf rechts fest. Hierzu am besten zunächst in den Achseln. Hier auch wirklich schön darauf achten, dass Naht auf Naht liegt. Wenn ihr dann alles fixiert habt, dann kann zusammengenäht werden, und zwar näht ihr hier wieder mit einem dehnbaren Stich. Ich verwende hierfür wieder meine Overlock. Auf der anderen Seite macht ihr das natürlich ganz genauso. So, jetzt haben wir schon mal den Grundkörper des T-Shirts. Jetzt muss ja noch am Hals ein Bündchen angenäht werden. Hierzu rechnen wir uns erstmal den Umfang aus. So, der Umfang beträgt jetzt bei mir hier 36 cm. Diese 36 cm, diese rechne ich mal 0,9, da ich das Bündchen aus demselben Stoff haben möchte wie das T-Shirt. Und da dieser nicht ganz so dehnbar ist, nehme ich hier 0,9. So, das sind bei mir 33 cm plus 2 cm Nahtzugabe sind 35 cm. Also schneide ich mir ein Bündchen zu in der Länge von 35 cm und der Höhe 6 cm. Mein Bündchenstreifen habe ich hier bereits schon zugeschnitten. Wie gesagt, es hat eine Länge von 35 cm und eine Höhe von 6 cm. Zunächst einmal lege ich mir das jetzt rechts auf rechts übereinander, fixiere das Ganze einmal und nähe an der kurzen Seite mit einem Gradstich entlang. Mein Bündchen habe ich hier bereits zusammengenäht. Um das später gleichmäßiger annähen zu können, habe ich mir das zusätzlich noch in 4 gleich große Abschnitte eingeteilt und das mit Stecknadeln markiert. So, das gleiche mache ich jetzt auch beim Shirt. Und zwar lege ich mir hier zunächst die Schulternähte übereinander und suche mir vorne und hinten jeweils die Mitte und setze dort Knipse. Anschließend legt ihr euch dann die Knipse übereinander und setzt auch hier an den Seiten Knipse. Also so, dass ihr quasi euren Halsausschnitt in 4 gleich große Abschnitte eingeteilt habt. So, wenn ihr das dann habt, dann nehmt ihr euer Bündchen, sucht hier die Naht und legt dieses rechts auf rechts auf euer T-Shirt. Und zwar fixiert ihr erst die hintere Naht des Bündchens mit der hinteren Markierung des T-Shirts. Genau, und wenn ihr das dann fixiert habt, dann könnt ihr an allen anderen Stellen fixieren. Hier werden dann quasi nur die Markierungen übereinander gelegt. So, wem das jetzt noch nicht reichen sollte, der kann halt zwischendrin auch nochmal mit Nadeln feststecken. Ich mache das auch immer gerne, gerade wenn der Ausschnitt etwas größer ist. So, wenn dann alles fixiert ist, dann näht man das Bündchen gleichmäßig gedehnt an. Ich verwende hierfür wieder die Overlock-Maschine. So, das Bündchen hier ist nun angenäht. Was ich jetzt noch mache, ist hier das Ganze ringsherum nochmal mit einem Gradstich absteppen. Genau, des Weiteren müssen ja hier unten der Bund und die Ärmel noch gesäumt werden. Hierzu hatten wir ja vorhin eine Saumzugabe von 2 cm zugegeben beim Schnittmuster. Dieses schlagen wir uns jetzt nach innen.
Genau, fixieren das Ganze und nähen dann mit der Zwillingsnadel drüber. Wenn dann alles fertig ist, sollte das Ganze so aussehen. Also wie gesagt, hier oben habe ich nochmal mit einem Gradstich abgesteppt und unten am Bund und an den Ärmeln habe ich mit der Zwillingsnadel gesäumt. Dann hoffe ich, dass mein Video euch gefallen hat. Falls ja, dann freue ich mich riesig über einen Daumen nach oben. Und wenn ihr mehr von mir sehen wollt, dann abonniert doch einfach kostenlos meinen Kanal. Falls es Fragen oder Anregungen gibt, dann könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Bis zum nächsten Video, eure Stoff Mieze.